Und was auch gut ist, speziell wenn man im Raum Innsbruck wohnt, zu wissen, der Naturpark Karwendel hat zum Beispiel mittlerweile einen digitalen Ranger. Das heißt, das ist jemand, der schaut online, ob jemand was Illegales aus dem Karwendel postet und der oder die wird dann angezeigt. Und also quasi, ja, Mountainbiken im Karwendel, wisst ihr, wie das ist, haben wir jetzt schon oft genug besprochen. Und wenn ich das schaut, hey, Schatz, ich war da und dort und bin Trail gefahren, kann es dann passieren, dass man nur durch den Social Media Post angezeigt wird. Und ja, das Problem sind einfach die Nachläufer dann sozusagen, der eine postet und alle müssten dann dahin, weil das Foto dort so lässig ist und weil man das auch gefahren sein muss. Das sind einfach Riesenprobleme. Also da würde ich empfehlen, ich muss den Post, wenn ich schon ein lässiges Foto habe, ja nicht lokalisieren. Ich kann einfach sagen, Schatz, ich war heute Mountainbiken und damit kann ich es auch gut sein lassen. Oder andere Idee ist, die ist zurzeit nicht so beliebt, aber man muss ja vielleicht auch nicht alles auf Social Media posten. Das kann man sich auch mal überlegen. Die letzten Goodies möchte ich jetzt noch bei dem Thema loswerden. Und zwar Unfälle und Notfallmanagement. Ist einfach ein super wichtiges Thema. Also ich würde sagen, die zwei wichtigen Themen, wenn wir ein bisschen was von heute mitnehmen, ist auf jeden Fall die Fahrtechnik. Das werden wir natürlich morgen noch gut durchnehmen. Und das Unfallmanagement ist vielleicht das Wichtigste von heute, weil man das in der Theorie auch besprechen kann. Und das Thema Fahrtechnik werden wir morgen durchbesprechen. Ich weiß, jetzt ist es schon spät. Genau, das schauen wir jetzt, dass wir da noch kurz die Aufmerksamkeit auf das legen und danach ist es eh schon vorbei. Da ist eine Frage. Tourenplanung. Ja. Und zwar, also mir fällt es immer sau schwer, also ich bin eher so im Basic-Level und wenn ich jetzt auf Komoot gehe und dann halt suche, klar, ich stehe schon mit einem Forstweg, sonst was, die kriegen so, aber mir fällt so die mittelschweren Touren sind eigentlich dann immer so ein Schotterweg, wie man sieht. Und die schweren Touren sind alles von, ich schiebe mein Fahrrad dann irgendwo sonst wo durch, weil ich es nicht mehr fahren kann, bis man kann es eigentlich fahren. Schwierig ist echt halt vielleicht der Anstieg oder so. Ja. Gibt es da noch irgendwie andere Seiten, Empfehlungen, wo du sagst, okay, da kann ich ein bisschen mehr rauslesen, wie anspruchsvoll der Trail an sich ist? Ja, das ist eine schwierige Sache, weil es ja in Österreich keine Trails sind, das sind ja Wanderwege. Das heißt, die dürfen natürlich auch nicht offiziell beschrieben werden, also nicht von einer offiziellen Seite. Bei Komoot ist es so, wenn ich reinzoome direkt auf den Trail, wenn der regelmäßig befahren wird, aber wenn es kein offizieller Bike-Trail ist, dann steht auch manchmal die Schwierigkeit dabei. S1, S2, S3. Da kann ich mich orientieren. Das steht aber bei vielen nicht dabei. Und was nicht dabei steht, weiß ich, okay, der wird dann auch eher weniger befahren. Und dann kann ich halt natürlich nur die Steilheit vom Gelände, kann man ein bisschen was auslesen. Wenn das sehr steiles Gelände ist, kann ich, ja, und es geht gerade nach unten, kann ich daraus schließen, dass es ein steiler Trail ist. Und ich kann dann versuchen, aus mehreren Apps mir Informationen zusammenzusuchen. Das heißt, okay, auf Komoot steht nichts drinnen, dann schaue ich mal auf Trailforks, ob das vielleicht dort beschrieben ist. Ansonsten ist es total schwierig. Wie gesagt, es gibt zu den offiziellen Trails gibt's auch Beschreibungen. Zu den inoffiziellen Trails, was ja Wanderwege sind, werde ich auch wenig finden. Da sind wir in Österreich in der blöden Situation, dass das einfach so ist. Und was man halt tun kann, ist halt viel erforschen, quasi immer wieder schauen, kriege Informationen her, dann fahre ich die Tour und dann tue ich es halt wieder abgleichen, das war so und dann kriegt man mit der Zeit auch mehr Erfahrung. Also ich tue das schon auch noch ganz gern, dass ich sage, ich suche mir einfach, ich schlage die Alpenvereinskarten auf und sage, okay, in dem Gebiet war ich noch nie, gibt es da einen Trail, der von der Karten her cool ausschaut, dann schaue ich noch in die App rein und dann baue ich mir die Tour zusammen und ich akzeptiere einfach, vielleicht muss ich auf der Tour 20% von der Strecken schieben oder mal Radl aufgetragen oder so weiter. Und habe aber dann trotzdem einen coolen Tag gehabt, weil ich weiß, okay, ich habe ein neues Gebiet gesehen und vom Radl tragen wird man auch fit. Und also, ja, das muss man einfach in Kauf nehmen, dass man in Österreich Erfahrung braucht, um ja, sich die Touren zusammenzustellen. Es geht nicht wirklich anders. Aber mehrere Apps vergleichen ist immer gut. Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen so zum bisherigen? Genau, also dann gehen wir mal Safety, einfach ein paar verschiedene Aspekte. Bike-Wartung
und einen Safety-Check. Das ist was viele Leute relativ selten machen, dass einfach mal ein Bike einmal anschauen, ist da irgendein Schrauben locker. Wäre schon mal ganz gut. Dann Verhaltenskodex haben wir besprochen, dass ich mir im Bikepark an die Regeln halte. So eine wichtige Sache ist geeignete Haltepunkte, also im Bikepark natürlich nicht am Trail stehen bleiben, sondern immer an die Punkte, wo dann auch wirklich Platz ist. Rücksicht auf Langsamere, das heißt, man soll hinter Langsamere nicht drängeln, aber natürlich, man darf auch erwarten, dass wenn hinter mir schneller ist, dass der trotzdem vielleicht einfach 10 Meter Abstand hat. Da darf er hinterherfahren und seine Spielereien hinter mir machen, aber einfach ein bisschen Abstand halten. Und man darf das auch durchaus jemand im Bikepark sagen. Wenn der jetzt auf 2 Meter hinten dran fährt und das ist super unangenehm, kann man den auch ansprechen und sagen, also immer freundlich bleiben, aber sagen, hey, das war super unfein, kannst du es bitte einfach bleiben lassen. Das reicht schon. Also man muss da nicht sofort zum Schimpfen anfangen, sondern einfach den mitteilen. Der hat das vielleicht auch nicht gecheckt oder nicht absichtlich gemacht. Du warst zu nah dran, das ist unangenehm, halt bitte mehr Abstand. Die Leute merken sich das dann schon mit der Zeit. Nicht überholen ist am Bikepark auch so eine Grundregel oder generell beim Trailfahren. Ja, also das ist natürlich ein Tabu. Am Trail, also quasi nicht einen anderen Mountainbiker überholen. Das heißt, man muss warten, bis der auf Zeiten fährt und dann vorbeilässt und dann schon. Aber nicht quasi in der Kurve innen reinziehen. Weil das Problem ist ja, sogar wenn ich mir denke, der ist so viel langsamer, da kann ich ja easy innen vorbeiziehen, aber der streckt sich und dann passiert auch wieder was. Also im Bikepark rechnet keiner damit, überholt zu werden. Also ist es auch für den anderen, der überholt wird, dann vielleicht nicht so eine feine Situation. Sogar wenn ich als Schnellere mir denke, das geht sich doch locker aus. So. Kannst du mir doch mal helfen? Echte Sicherheit entsteht nur im Gelände. Alle Infos zu unseren Camps findest du auf alpine-awareness.eu.